Dieser Medowick mit Kirschen ist die perfekte Kombination aus honigsüß und fruchtig sauer. Für einen Kuchen 2 Eier, 150 Gramm Zucker, 100 Gramm Honig, 100 Gramm Butter, ein Teelöffel Natron, 2 Gramm Salz und 450 Gramm Mehl. Da ich 2 Kuchen gemacht habe, habe ich die Zutatenmenge verdoppelt. Für die Böden benötigen wir Honig, Zucker, Eier, Mehl, Natron, Salz und Butter. Zuerst Honig, Butter und Zucker vermischen und bei schwacher Hitze oder im Wasserbad schmelzen, bis alles vollständig aufgelöst ist. Der Zucker muss sich komplett auflösen. Für die Kirschfüllung benötigt man pro Kuchen etwa 500 Gramm bis 1 Kilogramm Kirschen, je nach Geschmack. Bei mir waren es 1 Kilogramm Kirschen und 200 Gramm Zucker. Den Topf zuerst für etwa 5 Minuten auf starke Hitze stellen, dann die Hitze auf die Hälfte reduzieren. Etwas Zitronensaft hinzufügen. Die geschmolzene Mischung aus Butter, Zucker und Honig in eine Rührschüssel geben. Natron und Salz hinzufügen, leicht vermischen und gleichzeitig etwas abkühlen lassen, damit später die Eier hinzugefügt werden können. Die Eier unbedingt einzeln nacheinander hinzufügen. Das gesamte Mehl dazugeben und gründlich vermischen. Der Teig wird fest, jetzt einen Knethaken verwenden. Inzwischen sind die Kirschen fast fertig. Den Teig in einen Beutel geben und für etwa 24 Stunden im Kühlschrank kühlen. Die Kirschen sind nun fertig. Nach einem Tag den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und in kleine Stücke für die Böden aufteilen.
Die Böden dünn ausrollen, am besten mit einer runden Schablone. Die Böden im Ofen bei 175 Grad Celsius etwa 5 bis 6 Minuten backen. Für einen Kuchen werden etwa 12 Böden benötigt. Für die Creme: 900 Gramm saure Sahne mit mindestens 30% Fett, ein Päckchen Vanillezucker und 90 Gramm Puderzucker. Alles aufschlagen, bis die Creme stabil ist und Spuren vom Schneebesen sichtbar bleiben. Die Kirschen in ein Sieb geben, damit überschüssige Flüssigkeit abtropft. Den ersten Boden auf einer Unterlage fixieren. Einen Rand aus Creme formen, um die Kirschfüllung zu halten. Die Kirschen darauf verteilen. Insgesamt werden 3 Kirschschichten gemacht.
Nachdem der ganze Kuchen zusammengesetzt ist, die Ränder mit einer dünnen Schicht Creme glatt streichen. Den Kuchen mit Acetatfolie umwickeln und einen Tortenring darum setzen. Die restlichen Böden zu feinen Krümeln zerkleinern, um den Kuchen zu dekorieren. Glätten Sie den Kuchen abschließend mit der Creme, am besten mit einer Palette. Mit Krümeln oder gemahlenen Walnüssen dekorieren. Tipp: Damit der Anschnitt sauber wird, das Messer vor jedem Schnitt in heißem Wasser reinigen.